der erweiterte Horizont. Thomas stand vor dem neu errichteten Zelt, das als Erweiterung des Feldlazaretts in Gaza diente. Die Anzahl der Verletzten war in den letzten Tagen gestiegen, und es war klar geworden, dass mehr Platz benötigt wurde. Das neue Zelt war einfach, aber es würde viele Leben retten. In diesem Zelt gab es nur das Nötigste, einige Betten, medizinische Geräte und notwendige Medikamente. Aber für viele war es die einzige Hoffnung. Jedes Mal, wenn Thomas eine Wunde versorgte oder jemanden medizinisch unterstützte, wurde ihm bewusst, wie wertvoll diese einfachen Ressourcen waren. Das Hauptproblem war jedoch der Mangel an Vorräten. Das Feldlazarett war abhängig von humanitärer Hilfe, und diese war in letzter Zeit unregelmäßig geworden. Jedes Mal, wenn ein neuer Hilfskonvoi ankam, war es wie ein Lichtstrahl in der Dunkelheit. Aber die Wartezeiten dazwischen waren qualvoll. Thomas saß oft am Ende seines Arbeitstages da und blickte in den Himmel, in der Hoffnung, ein Flugzeug oder einen Hubschrauber zu sehen, der mit Vorräten kam. Er wusste, dass ohne diese Hilfe viele Menschen nicht überleben würden. Aber trotz aller Widrigkeiten gab Thomas nicht auf. Er wusste, dass er eine wichtige Rolle in diesem Chaos spielte. Er war nicht nur ein Intensivpfleger, er war ein Symbol der Hoffnung für viele Menschen in Gaza. Tag für Tag arbeitete Thomas mit den begrenzten Mitteln, die ihm zur Verfügung standen. Jedes Zelt war mit Menschen gefüllt, die auf Hilfe warteten. Die Gesichter der Verletzten und Kranken zeigten eine Mischung aus Schmerz und Hoffnung, und Thomas gab sein Bestes, um ihnen beizustehen. Ein bestimmter Patient, ein junger Junge namens Sammy, war Thomas besonders ans Herz gewachsen. Sammy hatte schwere Verbrennungen erlitten, und obwohl er stark litt, zeigte er immer einen unerschütterlichen Geist. Er erzählte Thomas Geschichten von seinem Zuhause und seiner Familie und lachte sogar trotz seiner Schmerzen. Während die Tage verstrichen, wurde die Situation immer angespannter. Die Vorräte gingen zur Neige, und das Warten auf die nächste Lieferung wurde quälend. Die Ärzte und Pfleger versammelten sich oft nachts, um Strategien zu besprechen und zu überlegen, wie sie am besten mit den begrenzten Ressourcen umgehen könnten. Eines Tages kam das ersehnte Signal: ein Hilfskonvoi war auf dem Weg. Die Nachricht verbreitete sich schnell im Lager, und die Atmosphäre veränderte sich schlagartig. Die Hoffnung kehrte zurück, und alle bereiteten sich auf die Ankunft vor. Als der Konvoi schließlich eintraf, war es ein Moment der Erleichterung und des Feierns. Aber es war auch ein Moment der Realität. Die Menge an Vorräten war nicht genug für alle, und schwierige Entscheidungen mussten getroffen werden. Thomas war entschlossen, alles zu tun, um so vielen Menschen wie möglich zu helfen. Er arbeitete unermüdlich, verteilte Medikamente und half, wo er konnte. Die Herausforderungen waren groß, aber Thomas wusste, dass er nicht allein war. Jeder im Lager zog an einem Strang und tat sein Bestes in diesen schwierigen Zeiten. Die Tage vergingen, und obwohl der Druck und die Anspannung weiterhin hoch waren, fand das Feldlazarett langsam einen Rhythmus. Das Team hatte gelernt, effizienter mit den begrenzten Ressourcen umzugehen, und trotz der Herausforderungen fanden sie immer wieder kleine Momente der Freude und des Lachens. Sammy, der junge Junge, den Thomas so ins Herz geschlossen hatte, machte langsame, aber stetige Fortschritte. Seine Wunden heilten und er begann, mit anderen Kindern im Lager zu spielen. Es war ein Zeichen der Hoffnung inmitten des Leids, und es erinnerte Thomas daran, warum er hier war. Eines Tages, nach einer besonders harten Schicht, trat Dr. Ahmed, der leitende Arzt des Feldlazaretts, zu Thomas. »Thomas«, sagte er mit einem ernsten Blick, »du machst hier unglaubliche Arbeit. Aber du bist auch nur ein Mensch. Du brauchst eine Pause.« Thomas wollte zuerst protestieren. Es gab noch so viel zu tun, so viele Menschen, die Hilfe brauchten. Aber ein Blick in Dr. Ahmeds Augen zeigte ihm, dass der Arzt recht hatte. Am nächsten Tag wurde Thomas geweckt, nicht von den üblichen Geräuschen des Lagers,
sondern von der Stille. Er wurde in ein kleines Zelt geführt, das für ihn hergerichtet worden war. Dort fand er eine Matratze, frische Kleidung und sogar einige Bücher. Es war kein Luxus, aber für Thomas fühlte es sich wie ein Paradies an. Er verbrachte den Tag damit, zu lesen, zu schlafen und einfach zu atmen. Er dachte an seine Familie, an sein Zuhause und daran, wie er nach diesem Einsatz sein Leben weiterleben würde. Aber vor allem fühlte er sich dankbar. Dankbar für die Gelegenheit, anderen zu helfen, und dankbar für die Pausen, die ihm das Leben bot. Als seine kurze Auszeit zu Ende ging, kehrte Thomas mit neuem Elan ins Feldlazarett zurück, bereit, weiterhin sein Bestes zu geben und Hoffnung in die Herzen der Menschen zu bringen.